Heute geht es um eine Orchidee der vermutlich ältesten Orchideengattung in Kultur. Also ein ganzes Stück Kulturgeschichte im Pflanzenzimmer und nebenbei aber ein pflegeleichtes Juwel der Gattung mit richtig edler Blüte. Und ganz ehrlich, wenn ich die hinbekomme, dann schafft ihr das allemal. Hi! Ihr schaut Fun with Orchids, mein Name ist Yves und ich zeige euch heute meine Cymbidium erythrostylum und ich werde heute sicherlich noch das ein oder andere Mal ein bisschen ins Stocken geraten, wegen dieses nicht ganz so leicht auszusprechenden Namens. Und die blüht schon seit ein paar Tagen für mich, deswegen lässt die hier auch schon so ein bisschen den Kopf hängen. Und das ist jetzt keine ausgesprochene Rarität, aber für mich trotzdem was Besonderes, weil ich ganz wenig Cymbidien, um genau zu sein, nur 2 in Kultur habe. Cymbidien haben nämlich ein recht großes Verbreitungsgebiet von Asien bis hin zu Nordostaustralien und viele kommen aber in sehr, sehr hohen Lagen vor und die mögen es dann halt naturgemäß etwas kälter und ich kann bei vorrangiger Kultur in Wohnräumen, alle sind beheizt, im Grunde diese Bedingungen nicht bieten. Also ich habe einfach kein Kalthaus. Und dazu kommt noch, dass einige der Naturformen, aber auch Hybriden, wirklich riesig werden und nicht so hübsch kompakt wie mein Exemplar hier. Und die Blüten stellen leider jetzt nicht so richtig scharf, aber wir sehen das gleich auch nochmal in Detailaufnahmen. Der Gattungsname Cymbidium kommt vom altgriechischen Kymbos und das bedeutet so viel wie Boot oder Kahn und das spielt auf diese charakteristische Form der Lippe an, die für mich aber auch so ein bisschen an Kylogyne erinnert. Und im Deutschen wird die Orchidee wegen der Namensherkunft auch schon mal Kahn-Orchidee genannt. Und Cymbidien gehören wirklich zu den ältesten Kulturorchideen der Welt, die schon von Konfuzius wegen ihres Dufts und der unglaublich schönen Blüten vor über 2500 Jahren gelobt wurden. Und die knapp 80 Naturformen haben wirklich tausende spektakuläre Hybriden hervorgebracht, die es auch immer mal wieder ins Gartencenter oder in den Baumarkt schaffen und sogar manchmal in schwedische Möbelhäuser. Das habe ich auch schon gesehen. Und ganz nebenbei ist die Orchidee auch charakteristisch für ihre Langblütigkeit, was sie tatsächlich auch für die Schnittblumenkultur interessant macht. Und das gilt wirklich nicht für viele Orchideengattungen. Und eine spannende Orchidee dementsprechend auch für die Kultur, weil wenn ihr sie zum Blühen bekommt, was bei den robusten Pflanzen auch nicht so rasend schwer ist, dann sind sie auch recht treue Blüher. So, jetzt aber mal konkreter zu meiner Erythrostylum und schaut euch wirklich mal diese fantastische Blütenform an. Also diese Petalen und Sepalen, die sind ja wirklich eine Sensation. Also die Petalen sind hier so nach vorne geneigt und die Petalen so spitz zulaufend. Und die bilden halt einen wunderbaren Kontrast mit diesem Weiß, mit diesem warmen Weiß zu dieser spektakulär ausgefärbten Lippe. Und da kommt wirklich diese Lippenfarbe nochmal deutlicher raus. Die Blüten sind auch recht wächsern und meine hat jetzt vielleicht nicht die allergeilste Ausfärbung, aber ich mag sie trotzdem. Ich habe sie als Jungpflanze bekommen. Da hatte sie eine ernstzunehmende Bulbe und so ein bisschen Gestrüpp. Und ich hatte jetzt tatsächlich noch gar nicht mit einer Blüte gerechnet. Von der Größe bleibt die Art auch wirklich sehr moderat, also viel ausladender wird dieses Laub sehr wahrscheinlich nicht werden. Es wird natürlich in der Masse insgesamt mehr. Die Pflanze kommt aus Vietnam, kommt da in Höhenlagen um 1500 Meter vor und daher mag sie es halt auch eher temperiert als kalt. Und ich habe sie im Frühjahr sehr früh draußen und bleibt dann auch tatsächlich länger draußen als viele andere Orchideen. Also erst wenn die Temperaturen wieder so Richtung einstellig gehen, kommt sie dann in ein moderat geheiztes Schlafzimmer. Und ich bin aber auch wirklich nicht so der Schläfer, der gut durch die Nacht kommt, wenn es nur 13 Grad im Schlafzimmer sind. Auf der Fensterbank wird es dann natürlich aber nachts nochmal recht frisch.
Und das wird ihr wohl gut bekommen. Und es reicht ihr anscheinend auch an Kühle. Auf dem Balkon steht sie hell, aber bekommt auch nur direkte Morgensonne so bis 11 ungefähr. Und im Winterquartier steht sie dann tatsächlich auch sogar ohne Zusatzbeleuchtung und bekommt nur noch so ein bisschen Mittagssonne. Und die wird sogar noch von den gegenüberliegenden Häusern reflektiert, also ist mehr oder weniger indirekt. Und die Pflanzen oder diese Pflanze kommt damit scheinbar ganz gut zurecht. Und das Ganze, obwohl das Wachstumsmuster schon eher ein spezielles ist. Die neuen Pseudobulben brauchen nämlich tatsächlich 1 Jahr, bis sie komplett ausgereift sind. Und dann entwickeln sie den Blütentrieb an der Basis der gerade eben ausgereiften Bulbe hier und oberhalb dieses Blattes. Und zeitgleich zur Blüte im Frühjahr, Frühsommer entsteht dann hier auch direkt der neue Neutrieb an der alten Vorjahresbulbe. Und da ist also wachstumstechnisch wirklich einiges los das Jahr über. Und deswegen war ich auch skeptisch, ob die mit diesem geringeren Lichtangebot auskommt. Aber das scheint ganz klar zu gehen. Die Pflanzen wachsen wohl grundsätzlich auch unter sehr, sehr schattigen Bedingungen, haben dann aber sehr dunkles Laub, um die Photosyntheseleistung noch zu steigern und sind eben nicht ganz so blühfreudig. Gut würde ihr im Sommer auf jeden Fall immer einen Freiluftaufenthalt tun, also zum Beispiel im Garten oder auf dem Balkon. Und im Garten sehe ich sie vom inneren Auge so schattiert unter Bäumen oder Sträuchern. Und alle mögen nämlich wirklich gerne eine Luftbewegung und Frischluft. Und das kann man ihr bei reiner Zimmerkultur einfach ein bisschen weniger bieten. Und das alles, was wir da machen können, ist eher ein Kompromiss. Bei direkter Sonne verbrennen die auch wirklich sehr, sehr schnell. Und ich habe hier auch leichte Schäden. Ich weiß gar nicht mehr, wo es ist. Von den ersten Tagen, da seht ihr es. Daher verbrennt das Laub tatsächlich sehr schnell. Das ist auch überhaupt nicht sukkulent, aber dennoch recht fest und starr. Und deswegen hoffe ich ehrlich gesagt auch, dass die nicht so ein ganz starker Schädlingsmagnet sind. Bei mir hatte sie bisher nichts außer staubige Blätter. Und ja, die Bulben sind im Vergleich zu den von anderen Orchideen jetzt nicht so massiv und ja, auf den ersten Blick fast gar nicht als Bulben zu erkennen. Wenn man dann genauer hinguckt, sieht man aber doch, dass die schon einiges an Speicherleistung erbringen können. In der Natur wachsen Cynbidien epiphytisch, lithophytisch, aber eben auch terrestrisch. Und ich habe mich daher für ein recht feines Substrat entschieden und das zusammengemischt aus feiner Rinde, oder mittlerer bis feiner Rinde, feinem Tongranulat, was ja sehr viel Feuchtigkeit hält, etwas Bims und Kohle, das eher ein bisschen hydrophober ist. Und da ich ja wirklich, wirklich richtig faul bin, wenn es ums Gießen geht, habe ich die Pflanze im letzten Jahr aus dem Tontopf, in dem sie anfänglich war, in diesen Kunststoffcontainer gepflanzt. Und zusätzlich habe ich sie auch noch mit einem Selbstbewässerungsdocht versehen, wie ihr das hier sehen könnt. Der ist ein bisschen dreckig schon. Und der liegt im Untersetzer und zieht sich im Grunde durch den ganzen Topf. Und damit experimentiere ich ja in den letzten Wochen und Monaten schon vermehrt, auch bei Arten, die es gar nicht so dauerfeucht mögen, weil ich dann einfach von oben durchgieße, lasse Wasser im Untersetzer stehen und dann zieht das einfach noch so ein bisschen nach und die feuchte Phase wird so ein bisschen verlängert. Ich lasse das dann aber ich lasse den Topf dann durchaus auch mal wieder so leicht antrocknen, also gieße nicht direkt wieder was nach, aber das sorgt dafür, dass ich ein bisschen mehr Entspannung habe, was die Gießzeitpunkte angeht. Die Cynbidien, die haben ein sehr großes ausladendes Wurzelsystem und deswegen greift man gerne zu diesen hohen Töpfen, Rosentöpfe sagt man auch schon mal. Und wem dieser jetzt ein bisschen hässlich ist, ist wirklich nicht der schönste, dem kann ich
Kakteentöpfe von bestimmten Herstellern empfehlen. Die sind auch aus Kunststoff, aber einen sehr, sehr festen, langlebigen Kunststoff, würde ich behaupten. Da habe ich einige schon lange in Kultur. Und die sehen einfach ein bisschen eleganter und schöner aus. Müsst ihr mal ein bisschen stöbern oder mir in die Kommentare schreiben, dann gucke ich mal, ob ich euch einen Link schicke. Wie viele Orchideen schätzen auch Cymbidium das Umtopfen nicht und deswegen habe ich die auch direkt in ein bisschen überdimensionierten Topf gepackt. Weil die ja auch ein bisschen mehr Feuchtigkeit mögen, darf der ruhig langsamer abtropfen. Der macht also der übergroße Topf nichts aus. Beim Düngen, ja, da mache ich nichts anders als bei meinen anderen Orchideen. Vielleicht mache ich dazu auch mal ein eigenes Video. Allerdings, ich bin wirklich kein Master-Grower und schon gar kein Profi in Düngefragen. Ich kenne mich nicht mit Chemie aus. Also ich bin da eher von so einem Pragmatismus und den Kompromissen getrieben, irgendwie einen Weg zu finden, wie ich mit sehr, sehr wenig Zeit 350 Orchideen aus den verschiedensten Gattungen irgendwie durchbringe. Und ja, vielleicht sollte man sich da an mir auch kein Beispiel nehmen. Also wenn ihr trotzdem mal hören wollt, wie ich das so angehe, manchmal auch sehr intuitiv, dann schreibt es gerne in die Kommentare und dann erzähle ich da auch mal ein bisschen was drüber. So, jetzt habe ich noch einen ganz heißen Tipp für euch. Diese Orchidee wurde nämlich 1905 von Robert Allen Rolfe, einem englischen Botaniker, beschrieben. Und der war nicht nur der erste Kurator des Orchideenherbariums der legendären Royal Botanic Gardens in Kew bei London, sondern auch der Gründer der ältesten Orchideenzeitschrift, The Orchid Review. Und die erscheint zwar seit 2023 nicht mehr regelmäßig oder nicht in hoher Frequenz, sondern nur noch jährlich. Aber umso relevanter ist mein Tipp, weil man kann die Ausgabe dann wirklich einmal im Jahr aus England bestellen und hat damit für diejenigen, die Lust haben, feines British English zu lesen, tolle Fotos zu sehen, einen wirklich guten Wurf getan. Also ich kann es nur empfehlen, jährlich einfach mal die Versandkosten nicht zu scheuen. Also man kommt da ungefähr bei so einem gebundenen Roman vom Preis heraus. Und ich finde, das lohnt sich wirklich, das zu unterstützen, dass dieses schön gemachte Jahrbuch auch weiter und hoffentlich auf Dauer erscheinen kann. So, ich hoffe jetzt, dass ich euch wirklich Lust gemacht habe, mit dieser schönen Orchidee euch mal an die Cymbidium zu wagen. Ich habe es auf jeden Fall nicht bereut und ich habe mittlerweile sogar eine zweite Naturform dazu bekommen. Und wenn die zur Blüte kommt, zeige ich euch die auch gerne mal. Die ist nämlich nicht nur schön wegen der Blüte, sondern auch wegen des Laubes. Gleich kommt wie immer das Factsheet für eure Kultur. Macht euch gerne einen Screenshot. Danke, dass ihr dabei wart. Lasst ein Like da, ein Abo und das Wichtigste ist aber, habt Fun with Orchids und bis nächste Woche. Macht's gut.